Tesla und Fahrwerk, das ist so eine Sache. Klar, seit 2018, wo das Model 3 erstmalig nach Deutschland kam, hat sich einiges getan und wir sind schon längst nicht mehr auf diesem rudimentären Stand, wie wir es damals vielleicht waren. Nichtsdestotrotz gibt es viele Fahreigenschaften, wo eben das Fahrwerk noch nicht auf dem Level ist, wie man es vielleicht gern hätte. Und dafür gibt es Firmen wie KW, die ein extra Fahrwerk verbauen, wie beispielsweise in meinem Tesla Model 3, das ganz frisch dieses Fahrwerk bekommen hat, und zwar die Variante 3 vom KW-Fahrwerk. Wir zeigen euch in diesem Video den Verbau, erklären, was es bringt, ein Fahrwerk hineinzusetzen. Wir reden natürlich auch über die Kosten und vor allem testen wir das Ganze. Denn ihr seht schon, wir haben ein Standardfahrwerk im exakt selben Fahrzeug wie meinem hinter uns stehen und eben meinen in den gleichen Konfigurationen. Und wir versuchen in diesem Video nicht nur eben euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, sondern wir testen das auch ausgiebig. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jönos und willkommen aus Fichtenberg in Baden-Württemberg, einem kleinen Ort, wo eine große Firma sitzt, zumindest mit einem großen Namen, denn KW sollte den meisten im Automobilbereich ein Begriff sein. Die machen Fahrwerke für Fahrzeuge und unter anderem auch noch Fahrwerksfedern und heute kommt so eins in mein Fahrzeug rein. Das KW V3, also die Variante 3 des Fahrwerkes, sorgt nicht nur dafür, dass mein Fahrzeug später tiefer wird, nein, es soll auch die ganze Stabilität und die Fahrwerkseigenschaften beeinflussen. Wir schauen uns das mal an und wie schon gesagt, wir werden auch später das Ganze noch vergleichen mit dem Standardfahrwerk, denn ich möchte euch ja zeigen, was bringt es dann tatsächlich, nicht nur vom Verbrauch her, sondern auch von den ganzen Eigenschaften. Genug geredet, genug vor den Toren gestanden. Wir schauen jetzt mal rein, gucken uns den Verbau an, denn ich möchte euch ähnlich wie damals bei der Verlierung zeigen, wie das Ganze funktioniert, was gemacht werden muss, wie es aussieht und was euch erwartet. Und damit schauen wir uns doch einfach mal hier die Werkstatt an. Normalerweise könnt ihr so ein Fahrwerk aber natürlich auch bei jedem KW-Spezialisten bei euch um die Ecke installieren lassen und müsst nicht immer hier nach Baden-Württemberg fahren. Nichtsdestotrotz war es für uns heute interessant, das Ganze eben mitzuverfolgen, um es euch zeigen zu können. Und ihr seht schon, mein Fahrzeug steht da hinten schon ohne Räder und Reifen, denn mein Fahrwerk ist gerade schon rausgenommen. Aber ihr kennt das hier bei Jönos, wir zeigen euch das nicht aus weiter Ferne, sondern im Detail. Und da stand es dann also inmitten von Amerikanern, Supersportwegen und Oldtimern mein Tesla Model 3 Standard Range Plus. Und zunächst einmal musste herausgefunden werden, wie hoch das Fahrzeug denn eigentlich ist, um im Nachhinein zu wissen, wie tief wir es gelegt haben. Und dann kamen die Räder ab, um eben an das Fahrwerk herankommen zu können. Ein Teil der Unterbodenverkleidung musste abgenommen werden, was mir die einmalige Chance gab, einen Eindruck von dem eigentlichen Heckmotor des Fahrzeuges zu bekommen. So groß ist der dann tatsächlich gar nicht. Dann ging es aber los. Das Fahrwerk wurde zunächst einmal hinten ausgebaut. Dazu gibt es verschiedene Steller, sodass das Fahrzeug dann eben nicht nach unten ausfedert und die Träger das Ganze weiterhin stützen können. Und die Federbeine wurden demontiert. Ich fand es interessant zu sehen, wie die dann tatsächlich mitgenommen aussahen, nach nicht einmal einem Jahr, wo ich das Fahrzeug jetzt hatte. Und ja, da kann man sich schon vorstellen, was auf so ein Fahrwerk an Belastung kommt. Je nachdem, ob vorne oder hinten, ist das Ganze im Übrigen ein Ticken anders verbaut. Jetzt kommen wir aber zum KW-Fahrwerk, dem eigentlichen Star der Show. Und hierzu durfte ich persönlich das Unboxing machen, was natürlich cool ist mit der Historie hier auf dem Kanal. Und dann mussten vom alten Fahrwerk auch noch Teile übernommen werden. Zum Beispiel für hinten mussten die Domlager vom alten Fahrwerk auf das neue übertragen werden. Und auch für die Mitarbeiter vor Ort hieß das erst einmal zusammenbauen. Denn die Fahrwerke kommen nicht zu 100% entmontiert, gerade wegen der Federspannung und so weiter. Das muss dann erst in der Werkstatt geschehen. Hinten abgeschlossen ging es dann an das vordere Fahrwerk und hierzu musste die Innenverkleidung des kompletten Frunks ausgebaut werden. Das fand ich interessant zu sehen, wie platzsparend Tesla hier agiert, um eben die Verstaumöglichkeiten zu schaffen. Die Domlager, also die Anschraubpunkte des vorderen Federbeins, wurden dann von der Innenseite gelöst und so konnte das alte Fahrwerk vorn auch ausgebaut werden. Dieses haben die Jungs dann direkt demontiert, sodass ich es gut lagernd danach mitnehmen konnte. Gerade im direkten Vergleich war es interessant zu sehen,
wie mitgenommen das Tesla-Fahrwerk dann tatsächlich schon war. Jetzt kommen wir aber zu diesem Bauteil, dem schon öfter angesprochenen Domlager. Das hat Tesla eigentlich selbst in den Fahrwerken verbaut und man könnte es ähnlich wie hinten einfach übernehmen. Nicht so dachte sich aber KW, denn nachdem es in der Vergangenheit des Öfteren Probleme mit eben diesen Domlagern gab, hat sich KW kurzerhand dazu entschlossen, dieses selbst zu entwickeln und nun in den Fahrwerken direkt mit zu verbauen. Ich fand es interessant zu sehen, wie hier dann am tatsächlichen Fahrwerk auch noch einmal weiterentwickelt wird, um so zu garantieren, dass im Endeffekt der Verbau und eben auch der Fahrkomfort perfekt sind. Und dann konnte das Federbein samt Feder auch schon wieder hinein in das Fahrzeug und entsprechend verschraubt werden. Das Domlager, was wir gerade gesehen hatten, ist dann im Übrigen das Verbindungsteil zwischen Fahrwerk und Karosserie. Also ein sehr wichtiger Bestandteil und dann erstrahlt das Fahrwerk direkt hinter der Bremsscheibe. Der Frunk konnte wieder eingesetzt, die Schrauben verschraubt werden und so war es eigentlich an der Stelle schon fertig. Das Fahrzeug konnte zum ersten Mal die Halle verlassen. Nicht ganz fertig war es aber, nachdem ich gesagt habe, ich möchte es nicht auf der tiefsten Stufe haben. Die Jungs von KW haben mir dann nicht vertraut und wollten mir trotzdem mal zeigen, wie es denn in der tiefsten Fassung aussieht. Aber wenn man das hier gegenüberstellt, dann merkt man schon, wow, das ist ganz schön tief. In Zahlen hieß dies von 40 mm und hinten 50 mm tiefer. Der Bereich sind ja 25 bis 50, die machbar sind. Mir persönlich war das aber zu tief und deswegen haben wir noch einmal nachjustiert. Während die Jungs das gemacht haben, konnten wir uns die Produktion ansehen und merken, wie aus diesen Rohren hier tatsächlich das Fahrwerk entsteht. Ein großer Teil davon verläuft schon automatisiert, wie beispielsweise hier der Zuschnitt und auch das Schneiden der Innen- und Außengewinde, die wir uns hier einmal anschauen können. Ich finde das ziemlich interessant und beeindruckend, denn aus diesen Rohren entsteht dann das tatsächliche Fahrwerk. Insgesamt sind hier viele Arbeitsschritte aber noch händisch. Die Jungs und Mädels hier in der Fertigung betreuen und bewachen die Maschinen, legen aber auch oft selbst Hand an und eines der beachtlichsten Punkte fand ich dann hier diese Regale an verschiedenen Hilfsmitteln. Viele Teile werden ja dann miteinander verschweißt, beispielsweise hier diese Halter und dafür gibt es fahrzeugspezifisch Leeren. Das heißt, ich lege das jetzt hier einmal rein und dann können eben die entsprechenden Anbauteile hier rangelegt werden und dann verschweißt. So wird garantiert, dass sich das Ganze eben nicht verzieht und dass je nach Fahrzeug und Modell das Ganze angepasst werden kann. Und die ganzen Reihen hier hinter mir sind eben voll der entsprechenden Leeren für jedes Fahrzeug. Ich finde es echt spannend, weil man einfach sieht, wie hoch dann doch der Grad in Automatisierung ist. Gerade wenn so ein Teil hier voll automatisiert eben ja, geschnitten und auch geschnitten wird, dann von den Gewinden her und so weiter und dann aber trotzdem noch händisch geschweißt werden muss. Und das hier zu sehen, ist schon einiges, was hier geboten wird. Mehrere solcher Schweißerkabinen sind dann im Übrigen aneinandergereiht, in denen die MitarbeiterInnen eben das Fahrwerk zusammen schweißen können, beziehungsweise die Anbauteile an die Zylinder und diese kommen dann in graue Kisten, da sie bei externen Firmen verzinkt oder elektropoliert werden. Ich fand das interessant zu sehen, auch die ganzen Hebemechaniken und die einzelnen Fertigungsschritte. Zum Beispiel gibt es hier einfach einen hallenhohen Schweißroboter und die Hallen sind alle miteinander verbunden. Dann ging es in die nächste, hier war beispielsweise eine Warenannahme. Ich möchte nicht im Detail durch den ganzen Prozess gehen, sondern euch einfach ein paar Highlights zeigen, wie beispielsweise dieses riesige, chaotisch gesteuerte Lager. Es war beeindruckend zu sehen, wie hier mittelgroße Teile, aber auch Paletten im linken Bereich gelagert werden und wie das Ganze vollautomatisiert funktioniert. Denn durch nahezu die gesamte Produktion verläuft ein Förderband, was die Teile von A nach B bringt und eben auch nach der Warenannahme wieder zurück in den Produktionsschritt. In der Pulverbeschichtung haben wir dann verschiedene Farben gesehen. Das liegt an der Untermarke ST, denn dort könnt ihr die Fahrwerksfedern selbst bestimmen und sogar personalisieren. Beschichtet werden sie dann hier und danach gehen sie direkt in die nächsten Schritte der Produktion. Auch diese haben wir uns im Detail natürlich angesehen. Hier werden dann einzelne Teile zusammengesetzt. Da kommt auch manches von Zulieferern. Das ist im Detail jetzt aber zu viel für den Moment hier. Wichtig fand ich aber dieses zweistufige Druckstufenventil hier, was in meinem KW Variante 3 Fahrwerk verbaut wird. Denn wenn man sich so ein Fahrwerk einmal ansieht, dann funktioniert das Ganze ja über Öl, was verdrängt wird und in gewisse Reservoire gepusht oder eben zurückgezogen werden muss. Und wenn wir uns auch nur hier diesen Behälter ansehen, dann ist das eben der Bereich, der neben meinem Fahrwerk angebracht war, um das Öl hinein oder herauszulassen. Ich fand es interessant, das Ganze dann noch einmal im Detail zu sehen, denn nur dieser Ausgleichsbehälter hier an der Seite des Fahrwerkes konnte mir nicht erklären,
wie das zusätzliche Öl aus dem Behälter ins Fahrwerk gelangt. Natürlich werden die Teile auch alle geprüft und in den gewissen Toleranzen getestet, ob es eben in der Art und Weise funktioniert, und wenn nicht, dann geht es direkt noch einmal zurück. Manche Teile werden dann auch mit speziell kreierten Werkzeugen verschraubt und zusammengefügt. Am Ende wird das Ganze natürlich zusammengesetzt und je nach Fahrwerkstyp, Option und Hersteller geht das Ganze dann in den Versand, muss davor aber wie gesagt noch zusammengeschraubt werden. Hier kommen also die Federn auf den Zylinder, werden noch einmal das letzte Mal gedreht, sodass es schön aussieht, wenn ihr es aus der Verpackung holt, und dann geht es auch schon in Richtung Versand. Hierzu konnten wir dann die vorhin gesehene Brücke einmal rüberlaufen und auch hier gab es wieder dieses ganze Transportsystem, das einmal durch die gesamte Firma ging. KW an sich bietet aber mittlerweile mehr als nur die Fahrwerke. So haben sie zum Beispiel einen Prüfstand, den sie nicht nur selbst nutzen, sondern auch an externe Firmen vergeben, und sie produzieren einfach SimRacer. Das fand ich interessant zu sehen. Da gehören also mehrere Firmen dazu, nicht nur zum Beispiel ST oder auch der Felgenhersteller BBS. Nein, zu KW gehören auch Simracing-Hersteller, und da zu sehen, wie sich eben diese Firma entwickelt hat über die Jahre hinweg, war wirklich beachtlich. Ein Teil der Firma ST konnte ich dann auch noch an meinem Fahrwerk verbauen, und zwar Spurplatten. Wir hatten so ein paar Probleme mit denen, die ich früher einmal verbaut hatte, und dementsprechend haben die Jungs von KW gesagt, hey, wir haben hier von ST noch welche, nimm die doch, dann sieht das Ganze cooler aus. In der Praxis bedeutete dann das, dass ich pro Rad hinten eine Spurverbreiterung von 15 und vorn von 8 mm verbauen ließ, was das Fahrzeug noch einmal breiter dastehen lässt. Und dann war das Fahrzeug bzw. Fahrwerk eigentlich schon wieder fertig. Es wurden noch ein, zwei Dinge geprüft und getestet, dann wurde die Spur bzw. die Achsvermessung eingestellt, sodass das Fahrzeug eben auch geradeaus fährt und es hier keine Probleme gibt, und ganz wichtig, der TÜV hat das Ganze noch abgenommen, denn sobald ihr mehr als ein Bauteil an einer Gruppe von Fahrzeugbestandteilen ändert, wie beispielsweise eben die Felge, die Spurverbreiterung und das Fahrwerk, dann muss alles gesamtheitlich eingetragen werden, und das Ganze wurde dann vom TÜV-Prüfer übernommen, sodass es eben auch rechtens ist, daran solltet ihr immer denken, und dann konnte das Fahrzeug von der Hebelbühne und endlich nach außen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir vorn eine Tiefverlegung von 35 und hinten von 40 mm haben, und gerade im Vergleich zum Serienfahrwerk ist das schon eine ordentliche Höhe. Ich blende euch das hier einmal leicht drüber, wir sehen es dann aber hier noch einmal im Schnitt, wie viel tiefer das Fahrzeug dann tatsächlich geworden ist. Ich bin gerade hier über eine Stelle gefahren, wo einfach Bahnschienen waren, und wir sind vorhin genau die gleiche Strecke gefahren, und es ist so anders. Also ich glaube, es hat keiner übertrieben, der meinte, man hat ein neues Fahrzeug, wenn man hier einfach das Fahrwerk tauscht. Das ist so unglaublich, was da anders ist und inwiefern das Fahrwerk so verändert. Ich bin jetzt zwar nur so ein paar Landstraßen hier gefahren, ziemlich kurvig, ist eine coole Strecke hier, und auch hier so ein paar Ortschaften, wo die Straßen echt keine gute Qualität haben, aber was man hier abruft und was das Fahrwerk da schon ändert, ist richtig brutal. Aber mir war es ja vor allem wichtig, das Ganze für die Autobahn zu machen, und da bin ich jetzt extrem gespannt drauf, wie sich das ändert, weil ich fahre mit dem Auto viel Langstrecke, und wir haben es jetzt auch so für eine Einstellung so gelassen, dass es eben eine gute Mischung aus sportlich und komfortabel ist, und ich freue mich gerade wie ein Kind vor Weihnachten, jetzt auf die Autobahn zu fahren. Klar, ich will euch einen Autobahneindruck geben und erwischt das schlechteste Autobahnstück Deutschlands. Tempobegrenzung und einen Asphalt, den, wenn sie nicht nächstes Jahr aufreißen, dann bricht er von selbst auf. Aber ich kann erwarten. Und ich sehe da vorne am Horizont schon das Aufhebungszeichen. Es ist immer noch die schlechteste Autobahn Deutschlands, aber zumindest ist sie jetzt offen. Und krass klebt der. Ich bin jetzt 2 Wochen in den e-tron GT gefahren, und nein, ich will jetzt das V3 kW-Fahrwerk fürs Tesla Model 3 auf gar keinen Fall auf die Stufe von einem Luftfahrwerk von Audi heben. Aber was das aus dem Auto hier macht, aus dem Tesla Model 3, jetzt heißt es ja nur noch Model 3, bei mir hieß es noch Standard Range,
Mit einem echt guten Fahrwerk eigentlich von 2021. Aber was das bei hohen Geschwindigkeiten draus macht, jetzt hier im ersten Eindruck, das ist echt krass. Ich bin ja bewusst herzu genau die gleiche Strecke auch selber gefahren, um es euch zeigen zu können. Aber wenn wir jetzt hier mal noch drauf drücken und einfach mal 190, 195 fahren, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Hier drückt es eigentlich durch, hier war gerade eine Bodenwelle, man hebt nicht ab. Das ist einfach ein komplett anderes Autofahren. Das muss man so sagen. Und das macht Laune und das macht Laune auf so viele mehr lange Strecken in diesem Auto. Und damit zurück hier am Ausgangspunkt, am ADAC Fahrsicherheitszentrum in Augsburg. Hier könnt auch ihr beispielsweise Fahrsicherheitstrainings machen. Da gibt es das Ganze für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Fahranfänger vor allem auch. Oder wie man irgendwo im Hintergrund sieht, sogar für Kleintransporter. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Ich finde es mega spannend, um zu sehen, wie das eigene Fahrzeug so performt in verschiedenen Situationen. Und das Ganze versuchen wir jetzt eben auch mit den verschiedenen Fahrzeugen oder Fahrwerken hinter mir. Kurz zur Konfiguration. Wir haben zweimal ein Tesla Model 3 Standard Range Plus aus 2021, jeweils mit den gleichen Akkugrößen, die LFP-Akkus und jeweils mit den gleichen Reifenkonfigurationen. Das heißt, wir haben den New Aero-Felgen drauf und Pirelli Alljahresreifen auf beiden Modellen, sodass ihr nicht sagen könnt, hey Jonas, hättest du das doch mal gemacht? Nein, dem Ganzen sorgen wir vor. Was aber nicht gleich ist, und das sollte logisch sein in diesem Video, ist das Fahrwerk, und dementsprechend haben wir hier links von mir das normale Standardfahrwerk drin. Das, was Tesla ausliefert, und in meinem eben das KW-Fahrwerk, und wir haben uns jetzt ein paar Disziplinen geholt, um eben einfach mal zu schauen, wie die gegeneinander performen. Und nein, wir haben uns die Disziplinen nicht selber überlegt, sondern KW China hat das Ganze so ein bisschen vorgelegt. Aber ich dachte mir, ich möchte euch nicht irgendwie platt Marketingfilme zeigen, um euch zu zeigen, wie das Ganze eben gegenübergestellt ist. Im Slalom, im Ausweichmanöver und vielen anderen Disziplinen. Nein, wir sind hier bei Jonas und wir testen das natürlich. Und dementsprechend setzen wir uns jetzt in die Fahrzeuge und testen für euch im Vergleich, wie die eben performen. Dabei beginnen wir mit dem Slalom und hierzu hat uns Peter vom ADAC die Hütchen in normale Abstände gestellt, wie sie eben auch bei Fahrsicherheitstrainings aufgebaut werden. Wir sind dann mit einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h in den Slalomparcours hereingefahren, um für euch die Werte zu ermitteln. Natürlich ist das immer ein Stück weit subjektiv, aber man kann es auch an Bildern belegen und das tun wir an dieser Stelle hier, und gerade im Überblenden sieht man, wie viel mehr das Tesla Model 3 mit dem Standardfahrwerk ausschwenkt, und das war schon in der ersten Disziplin beachtlich. Weiter geht es dann mit einer alltäglicheren Situation, nämlich dem Hindernis. Ihr seid unterwegs und müsst ausweichen. Das Ganze haben wir dann bei der Geschwindigkeit von 75 km/h gemacht. Ja, wir haben uns rangetestet, um ein bisschen ein Gefühl für die Fahrzeuge zu erlangen, aber ich sage euch, wie es ist, 75 km/h ist hier mehr als genügend. Und ihr seht, da ruckelt es einen ordentlich durch das Fahrzeug, und natürlich auch wieder das Ganze mit beiden Modellen. Aus verschiedenen Kameraperspektiven für euch eingefangen, und da sieht man schon, wie es hier einen durcheinander wirbelt und wie man auch gegenlenken muss. Und im direkten Vergleich sieht man einfach, wie das KW-Fahrwerk das Fahrzeug mehr am Boden hält und weniger ausschwenkt. Und das hat natürlich im Alltag den Vorteil, dass ihr das Fahrzeug einfacher einfangen könnt. Eine Disziplin, die mir persönlich gar nicht so bewusst war, dass sie einen riesigen Unterschied machen könnte, war das Bremsen. Hierzu sind wir mit 70 km/h an ein Hindernis gefahren und mussten dann punktuell an den gelben Hütchen bremsen. Und da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass es vor allem den Bremsweg beeinflusst. Das hat sich dann aber hier herausgestellt und war für mich persönlich mit das Überraschendste an diesem Tag, über die Sache hinaus, dass man natürlich einmal sieht, was das Fahrzeug so kann. Und gerade wenn man sich hier einmal nur das Vorderrad ansieht, wie tief die Fahrzeuge einsinken, dann merkt man da einen deutlichen Unterschied. Von 70 km/h bis auf 0 ist natürlich einiges, und wenn man das aus der Seite betrachtet, dann ist das im Überschnitt fast eine halbe Fahrzeuglänge, die es eben im Endeffekt ausmacht, und natürlich auch das
Einsenken der vorderen Fahrzeugspitze, das war enorm. Das Pendant zum Bremsen ist natürlich die Beschleunigung oder auch der Start und natürlich hat das Tesla Model 3 Standard Range mit 325 PS jetzt nicht die extreme Leistung, aber schon mehr als die meisten durchschnittlichen Fahrzeuge und auch hier konnte man einen Unterschied merken, denn das Fahrzeug hebt sich beim Standard Range Fahrwerk, also beim Serienfahrzeug, deutlich mehr an und das bedingt dann auch ein leichtes Durchdrehen beim Start. Das Ganze hat man beim KW-Fahrwerk nicht in der Art und Weise und hier an der Stelle sei jetzt auch erwähnt, wir haben das Fahrwerk auf den Standardeinstellungen von KW gelassen. Das ist ungefähr in der Mitte zwischen der Härte und der Weiche Stufe. Ist nur wichtig hier zu erwähnen, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Wenn ihr es leicht weicher einstellt, dann würde es bei euch im Alltag ein bisschen mehr ausfedern, aber hier im direkten Vergleich einmal der Start für euch. Eine im Alltag oftmals schwierige Situation ist die Nässe und deswegen sind wir auf die Rüttelplatte und haben für euch getestet, wie sich die Fahrwerke hier schlagen. Wir mussten dann danach noch verschiedenen Situationen ausweichen. Interessant ist hierbei, dass man das Ganze nur im Bereich bis maximal 54 km/h fahren kann. Darüber löst diese Platte nicht aus, aber ich sage euch, wie es ist. Wir hatten damit schon ganz gut zu tun, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie beispielsweise mit Sommerreifen, da wir ja beide Fahrzeuge auf Allwetterreifen hatten. Wie sieht es jetzt aber aus? Ich konnte ehrlich gesagt in den Bildern das nicht zu 100% festmachen, schaut ihr gern hinein. Man hat gut zu kämpfen in beiden Varianten und das auch auf der höchsten Stufe dieser Anlage, denn das konnte umgestellt werden und ja, die Fahrzeuge wurden auch das eine oder andere Mal nass. Jetzt aber im Detail und vor allem dann auch im Vergleich, wenn man schon diesen einen Schwung mitbekommen hat und dann noch einem Hindernis ausweichen muss, dann ist es natürlich wichtig, dass das Fahrzeug nicht zu sehr ausschwingt und ich habe subjektiv das Gefühl, dass es durch die tiefere Straßenlage und auch einfach das härtere Fahrwerk durch das KW-Fahrwerk einfacher war, den Hindernissen auszuweichen im Tesla Model 3 mit dem verbauten Extra-Fahrwerk und auch wenn man sieht, wie sehr das Fahrzeug ausschwingt, dann merkt man schon einen deutlichen Unterschied zwischen Serie- und KW-Fahrwerk. Der Spaß durfte am Testtag aber natürlich auch nicht zu kurz kommen und deswegen sind wir noch ein paar andere Parcours gefahren, die es nicht so einfach zu vergleichen gilt. Beispielsweise sind wir auf trockener Strecke eine Kurve gefahren und nein, wir haben das Fahrzeug an der Stelle durch die Auslaufzone nicht quer bekommen. Interessant war aber, dass man bei Geschwindigkeiten von um die 30 km/h auf der nassen Strecke schon Probleme hat rauszukommen bzw. überhaupt die Spur halten zu können und das war egal, ob man das KW-Fahrwerk hatte oder nicht. Dann ging es noch auf eine kurvige Serpentinenstrecke und hier merkte man schon, wie das sportliche KW-Fahrwerk einfach am Boden klebt. Da hat das normale Model 3 deutlich mehr zu tun gehabt, vor allem in den kurvigen Situationen. Ja, wir hatten richtig Spaß und auch auf der Bergabfahrt war es interessant, noch einmal einem Hindernis auszuweichen, denn die Bremsen haben da schon deutlich mehr zu tun bei Nässe und das Ganze symbolisiert hier dann im Übrigen auch den Schneefall. Das heißt, es ist nicht einfach nur nass, sondern symbolisiert den Winter. Und damit kommen wir jetzt zum Fazit. Und das, obwohl ich das Fahrwerk gerade einmal 24 Stunden in meinem Auto verbaut habe. Trotzdem haben wir es, glaube ich, ganz intensiv heute schon testen können, auch gestern bereits auf der Autobahn. Und die wichtigste Frage, die wir natürlich jetzt zum Fazit klären wollen, ist, lohnt sich der Preis? Und über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Da stehen nämlich knapp 3.000 € im Raum. Je nachdem, bei welchem Werkstattpartner ihr das im Endeffekt verbauen lasst und ob ihr, wie bei mir, eine Spurverbreiterung haben wollt oder nicht. Ich finde es cool, das steht echt nochmal deutlich attraktiver da, aber das ist ja im Endeffekt eben seine Sache. 3.000 €, das ist bei meinem Fahrzeug, was damals ungefähr 35.000 € gekostet hatte, fast 10% vom Kaufpreis, also echt eine ganze Ecke Geld. Und ich muss ehrlich sagen, dass gerade durch diese Entwicklung des Fahrwerkes seit 2018 bis jetzt 2022 es sich nicht für jeden lohnt. Wenn ihr das Fahrzeug im Alltag fahrt, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder zu euren Eltern mal am Wochenende, dann braucht ihr das nicht. Wenn ihr aber sagt, ihr fahrt wirklich viel Langstrecke oder ihr wollt einfach auch nochmal das Fahren intensiver erleben, vielleicht so, wie es Tesla ursprünglich mal geplant hatte, dann solltet ihr auf jeden Fall über so einen Kauf nachdenken. Denn es macht extrem viel Spaß, damit unterwegs zu sein. Und, das muss man ja auch rausstellen, es hat einen gewissen Sicherheitsaspekt. Denn ihr habt heute die Fahrmanöver gesehen und das sind ja wirklich sicherheitsrelevante Sachen, wenn das Heck mehr oder weniger ausbricht und man die Kontrolle dann schneller verlieren kann. Mir war es wichtig, euch das so zu zeigen. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback und freue mich da schon extrem auf die Kommentare und eben, um da mit euch dann in den Kontakt treten zu können. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin happy damit. Ich werde es auf jeden Fall nicht bereuen, dass es drin ist und ich werde aber euch auch noch den Disclaimer sagen, denn
Das Fahrwerk wurde mir von KW zur Verfügung gestellt. Die Jungs haben mir das auch eingebaut und ich darf das glücklicherweise auch behalten. Auch dank euch, da ihr diesen Kanal hier abonniert und unterstützt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann solltet ihr das jetzt an dieser Stelle machen, um zukünftig alle Themen rund um die Elektromobilität nicht mehr zu verpassen. Schaut doch mal vorbei, zum Beispiel, wenn euch so ein Thema wie die Folierung interessiert oder auch die Felgen. Also wir haben schon echt viel zum Thema Tesla gemacht. Und auch ein großes Dankeschön geht zum einen raus hier an ADAC Augsburg, die uns heute echt extrem viele Möglichkeiten gegeben haben, euch diese beiden Fahrzeuge hinzustellen und zu testen. Und auch an alle, die heute dabei waren, um dieses Video hier möglich zu machen. Vielen, vielen Dank. Das wäre anders nicht möglich. Und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.